In einer Welt, in der Geschichte in den Steinen alter Ruinen geschrieben und in den Korridoren der Zeit geflüstert wird, gibt es Entdeckungen, die als monumentale Leuchtfeuer dienen. Sie erleuchten die Tiefe der Menschheitsgeschichte und laden uns auf eine Reise ein, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Stell dir vor, du stehst an den Kreuzungen der Geschichte, wo jeder Schritt ein Kapitel des menschlichen Sagas offenbart, das einst der Zeit verloren gegangen war. Diese Orte sind nicht nur einfache Standorte, sie sind Portale zu längst vergangenen Epochen und bieten uns beispiellose Einblicke in das Leben, die Überzeugungen und die Mysterien unserer Vorfahren. Aber was, wenn ich dir sage, dass es 5 Entdeckungen gibt, die so gewaltig sind, dass sie nicht nur unsere Wahrnehmung der Vergangenheit herausfordern, sondern auch versprechen, unsere Zukunft zu verändern? Diese Entdeckungen sind wie Schlüssel zu längst verschlossenen Türen, hinter denen sich Geschichten von unglaublicher Tiefe und Bedeutung verbergen. Geschichten, die so tiefgründig sind, dass sie die Geschichte, wie wir sie kennen, neu definieren könnten. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise, auf der wir die Geheimnisse aufdecken, die Gelehrte seit Jahrhunderten verwirren. Tauche mit uns ein in das Herz dieser alten Mysterien, um Geschichten zu enthüllen, die so beeindruckend sind, dass sie die Annalen der Geschichte neu schreiben könnten. Sind wir bereit, die Wahrheit zu entdecken, die hinter Jahrtausenden des Schweigens verborgen war? Bist du bereit, die Antworten auf Fragen zu finden, die die Menschheit seit dem Anbeginn der Zeit stellt? Diese Reise ist nicht nur eine Entdeckung vergangener Zivilisationen und vergessener Städte. Es ist eine Expedition, die uns zeigt, wie kreativ, innovativ und erstaunlich anpassungsfähig die Menschen waren, die vor uns kamen. Sie lehrt uns über die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und zeigt uns, dass wir viel von den Geheimnissen lernen können, die in den Tiefen der Erde verborgen sind. Bist du bereit, in eine Welt einzutauchen, in der Geschichte lebendig wird? Eine Welt, in der jedes Artefakt, jede Ruine und jede Inschrift eine Geschichte zu erzählen hat? Dann schnall dich an, denn diese Entdeckungen haben das Potenzial, alles zu verändern. Komm mit auf ein Abenteuer, das dich in Staunen versetzen und dein Verständnis der Welt um dich herum erweitern wird. Lass uns gemeinsam die größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte entschlüsseln. Auf dem 5. Platz der wichtigsten Entdeckungen der Geschichte steht Machu Picchu, die legendäre Inka-Stadt, die hoch in den Anden Perus versteckt liegt. Diese geheimnisvolle Stätte, die oft als die verlorene Stadt der Inka bezeichnet wird, fasziniert seit ihrer Entdeckung im Jahr 1911 durch den Forscher Hiram Bingham die Welt. Doch auch über ein Jahrhundert später geben die nebelverhangenen Ruinen noch immer Rätsel auf und enthüllen Stück für Stück ihre verborgenen Geheimnisse. Neu entdeckte Wunder unter der Erde. Archäologen haben erst kürzlich bahnbrechende Entdeckungen in Machu Picchu gemacht, darunter ein raffiniertes unterirdisches Bewässerungssystem und ein Instrument zur Beobachtung der Sterne. Diese Funde werfen ein neues Licht auf das beeindruckende Wissen und die Technologie der Inka, die es ihnen ermöglichten, in perfekter Harmonie mit ihrer Umgebung zu leben. Dank der fortschrittlichen LIDAR-Drohnentechnologie konnten verborgene Strukturen unter der dichten Vegetation aufgedeckt werden. Ganze Gebäudekomplexe, die einst von der Außenwelt verborgen waren, treten nun ins Rampenlicht und liefern wertvolle Einblicke in das Leben der Inka. Eines der entdeckten Gebäude diente den Inka als Instrument zur Beobachtung der Sterne. Diese Entdeckung bestätigt, dass die Inka tiefgreifende Kenntnisse in der Astronomie besaßen und diese nutzten, um wichtige landwirtschaftliche Entscheidungen, wie den Zeitpunkt der Maisaussaat, basierend auf der Position der Sonne während der Sommersonnenwende zu treffen. Die Entdeckung von Keramikgefäßen, die zur Aufbewahrung von heiligen Flüssigkeiten verwendet wurden, sowie von Kupferbroschen und einer Sandale, hebt die komplexe Gesellschaftsstruktur und die spirituellen Praktiken der Inka hervor. Jeder Fund erzählt seine eigene Geschichte und bietet einen tieferen Einblick in das tägliche Leben und die Rituale dieser faszinierenden Kultur. Machu Picchu bleibt ein Zeugnis des Erfindungsreichtums und der Tiefe der Inka-Zivilisation. Mit jeder neuen Entdeckung, die aus dem Nebel der Zeit auftaucht, wird das Erbe dieser außergewöhnlichen Menschen weiter gefestigt und ihr Ruf als Meister der Architektur, Astronomie und Ingenieurskunst lebt fort. Auf dem 4. Platz der bedeutendsten Entdeckungen der Geschichte
befindet sich das Grab von Tutanchamun, einer der prächtigsten Funde, die jemals im Tal der Könige gemacht wurden. Dieses Grab, entdeckt von Howard Carter im Jahr 1922, öffnete der Welt die Augen für die Schönheit und Geheimnisse des alten Ägyptens und ließ uns einen unvergleichlichen Blick auf das Leben, den Tod und die Schätze eines der faszinierendsten Pharaonen der Geschichte werfen. Tutanchamun, oft als der Kindkönig bezeichnet, bestieg den Thron Ägyptens in einer Zeit großer politischer und religiöser Umwälzungen. Obwohl seine Herrschaft kurz und von den Taten seines Vorgängers Echnaton überschattet war, hat die Entdeckung seines nahezu unberührten Grabes Tutanchamun zu einer Ikone der Ägyptologie gemacht. Aber was macht diese Entdeckung so fesselnd? Und was haben neuere Ausgrabungen und Untersuchungen enthüllt? Laufende Ausgrabungen im Tal der Könige bieten neue Perspektiven auf Tutanchamuns Regentschaft und Schätze. Jüngste Entdeckungen umfassen einzigartige Einblicke in die Architektur und die Ausstattung seines Grabes, die weit über das hinausgehen, was bei der ursprünglichen Entdeckung sichtbar war. Die Fähigkeit der Handwerker, extrem dünne Goldschichten für zeremonielle Zwecke zu erstellen, hebt das außergewöhnliche Niveau der Kunstfertigkeit und Technologie des alten Ägyptens hervor. Diese Techniken, die zur Verzierung von Tutanchamuns Sarg und anderen Schätzen verwendet wurden, demonstrieren die Raffinesse und das Können, die der ägyptischen Elite vorbehalten waren. Die Suche nach den Gräbern der südlichen Herrscher und Tutanchamuns verlorenen Steinbrüchen in der Wüste hat zu faszinierenden neuen Entdeckungen geführt. Diese Bemühungen enthüllen nicht nur die geografische Ausdehnung von Tutanchamuns Einfluss, sondern auch die Ressourcen und das Ansehen, das der junge Pharao genoss. Die Bemühungen, die fragilen Artefakte aus Tutanchamuns Grab zu erhalten, sind von entscheidender Bedeutung. Die Entfernung von jahrhundertealtem Paraffinwachs von Relikten stellt eine der vielen Herausforderungen dar, die zeigen, wie moderne Technologien und Methoden angewendet werden, um das Erbe des alten Ägyptens zu schützen. Tutanchamuns Grab bleibt ein leuchtendes Beispiel für die Wunder des alten Ägyptens, eine Zeitkapsel, die uns erlaubt, durch die Jahrtausende direkt in das Herz einer der größten Zivilisationen der Weltgeschichte zu blicken. Die fortwährenden Entdeckungen und Studien in und um das Grab herum bieten uns nicht nur neue Einblicke in das Leben des jungen Königs, sondern auch in die Kultur, Religion und das tägliche Leben des alten Ägyptens. Auf dem 3. Platz der bedeutendsten Entdeckungen steht die Terrakotta-Armee, ein mysteriöser Schatz aus dem Herzen Chinas, der bis heute Rätsel aufgibt. Diese monumentale Armee aus Ton bewacht das Grab des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang, und bietet uns einen unvergleichlichen Einblick in die kulturellen, militärischen und künstlerischen Errungenschaften des antiken Chinas. Vor über 40 Jahren stießen Bauern in der Nähe von Xi'an, Zentralchina, auf die ersten Spuren der Terrakotta-Armee. Was als kleine Entdeckung begann, entpuppte sich bald als eine der größten archäologischen Sensationen der Welt. Tausende von lebensgroßen Kriegern, Pferden und Streitwagen, die einen Hügel umgeben, unter dem man die Grabkammer Qin Shi Huangs vermutet. Diese Armee, die in strenger Formation aufgestellt ist, sollte den Kaiser im Jenseits beschützen und ihm ewigen Ruhm sichern. Die Restaurierung und Untersuchung der Terrakotta-Armee erfordert den Einsatz modernster Technologien. Mit Hilfe von 3D-Laserscannern können Archäologen heute virtuelle Modelle der Figuren erstellen, was neue Erkenntnisse über ihre Herstellung und ihren Zweck liefert. Darunter sind nicht nur Krieger zu finden, sondern auch Figuren, die zur Unterhaltung des Herrschers im Jenseits gedacht waren, was die kulturelle Vielfalt und den künstlerischen Reichtum dieser Zeit unterstreicht. Die Entdeckung der Terrakotta-Armee ermöglicht es uns, tief in das Leben und die Glaubenswelt des ersten Kaisers von China einzutauchen. Jede Figur, jedes Artefakt in dieser riesigen Grabanlage erzählt eine Geschichte über die Macht, den Glauben und die Ängste eines Mannes, der China vereinte und sich selbst als Gott-Kaiser sah. Die Terrakotta-Krieger sind nicht nur eine Demonstration militärischer Stärke, sondern auch ein Zeugnis für den Glauben an ein Leben nach dem Tod und die Notwendigkeit, sich darauf vorzubereiten. Archäologen entdecken kontinuierlich neue Details über die Terrakotta-Armee und das Grab des Kaisers. So wurde festgestellt, dass die Armee ursprünglich mit echten Waffen ausgestattet war, von denen viele durch die Jahrtausende hindurch erstaunlich gut erhalten blieben. Diese Waffen,
zusammen mit den sorgfältig gefertigten Rüstungen der Krieger, geben Aufschluss über die fortgeschrittenen metallurgischen Techniken und das militärische Know-how dieser Zeit. Trotz der faszinierenden Entdeckungen steht die Terrakotta-Armee vor großen Herausforderungen. Die Restaurierung der Figuren ist ein langwieriger Prozess, der die Bemühungen mehrerer Generationen erfordern wird. Gleichzeitig arbeiten Wissenschaftler daran, die kostbaren Schätze für zukünftige Generationen zu erhalten und weiterhin Geheimnisse aus der Tiefe der chinesischen Geschichte zu lüften. Die Terrakotta-Armee ist mehr als nur eine archäologische Sensation. Sie ist ein Fenster in eine Welt, die vor über 2000 Jahren existierte. Sie lädt uns ein, über den Tod, das Jenseits und die unsterbliche Sehnsucht des Menschen nach Unsterblichkeit zu sinnieren. Auf dem zweiten Platz der wichtigsten Entdeckungen steht Pompeji, eine Geschichte, die von einer Katastrophe erzählt, so gewaltig, dass sie eine blühende Stadt für fast 1700 Jahre unter Asche und Bimsstein begrub. Doch diese Tragödie bietet uns heute einen unvergleichlichen Einblick in das tägliche Leben im antiken Rom, eingefroren in einem tragischen Moment. Am 24. Oktober 79 nach Christus beginnt in Pompeji ein Tag wie jeder andere. Die Stadt, bekannt für ihre florierende Wirtschaft und als beliebtes Urlaubsziel für Roms Elite, ahnt nicht, was ihr bevorsteht. Doch der nahegelegene Vesuv, ein scheinbar harmloser Berg, birgt ein tödliches Geheimnis. Als er ausbricht, wird Pompeji unter einer tödlichen Schicht aus Asche, Bimsstein und giftigen Gasen begraben. Die Stadt, einst voller Leben, wird zu einem stillen Grab für Tausende von Einwohnern. Die Tragödie von Pompeji, so verheerend sie auch war, konservierte die Stadt in einem Maße, wie es nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist. Die Ausgrabungen, die seit der Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert andauern, offenbaren detaillierte Einblicke in das Alltagsleben der Römer. Von den prachtvoll dekorierten Häusern wohlhabender Familien bis hin zu den bescheidenen Werkstätten der Handwerker und Händler. Pompeji erzählt die Geschichten seiner Bewohner, gefangen im Moment ihrer letzten Stunden. Das, was Pompeji vernichtete, bewahrte es auch für die Nachwelt. Die Ascheschichten, die die Stadt bedeckten, schützten Gebäude, Fresken und sogar organische Materialien vor Verfall. So wurde Pompeji zu einem der wertvollsten archäologischen Fundorte weltweit, der es Forschern ermöglicht, die römische Zivilisation aus erster Hand zu studieren. Während die Geschichte von Pompeji einzigartig in der Geschichte der Menschheit ist, erinnert sie uns daran, dass die Bedrohung durch Vulkane weltweit weiterhin besteht. Der Ausbruch des Vesuvs ist ein Mahnmal der Zerstörungskraft der Natur und ein Appell an die Menschheit, die Warnzeichen der Erde zu beachten. Pompeji steht somit nicht nur für eine der größten archäologischen Entdeckungen aller Zeiten, sondern auch für eine lebenswichtige Lektion aus der Vergangenheit. Es ist ein Fenster in eine Welt, die uns fremd und doch so vertraut ist, und ein Zeugnis der Fragilität menschlichen Lebens im Angesicht der unbändigen Kräfte der Natur. Auf dem ehrwürdigen ersten Platz der bedeutendsten Entdeckungen steht Göbekli Tepe, ein Ort, der das Potenzial hat, unsere gesamte Auffassung von der Frühgeschichte der Menschheit zu revolutionieren. Diese prähistorische Stätte, die mehr als 11.000 Jahre vor den ägyptischen Pyramiden errichtet wurde, gibt uns Einblick in eine Zeit, die weit entfernt scheint und doch so entscheidend für das Verständnis unserer eigenen Zivilisation ist. Göbekli Tepe in der heutigen Türkei ist ein Komplex aus massiven, kreisförmig angeordneten Steinpfeilern, die ältesten bekannten megalithischen Strukturen der Welt. Diese Säulen, die mit aufwendigen Tier- und Symbolreliefs verziert sind, wurden von einer Gesellschaft erbaut, die offiziell noch als Jäger und Sammler klassifiziert wird, was die Frage aufwirft, wie solch monumentale Bauwerke ohne die organisierte Struktur einer sesshaften Zivilisation errichtet werden konnten. Die Entdeckung von Göbekli Tepe zwingt uns, die Chronologie der menschlichen Entwicklung zu hinterfragen. Könnte es sein, dass unsere Vorfahren viel fortgeschrittener waren, als wir bisher angenommen haben? Die präzise Ausrichtung der Steine und die komplexe Symbolik deuten auf ein weitreichendes Verständnis von Astronomie und Mathematik hin. Einige Theorien stellen sogar eine Verbindung zu Atlantis und den Anunnakis her, zwei legendären Quellen fortgeschrittener Technologien, die durch Naturkatastrophen und globale Überflutungen verloren gegangen sein sollen. Die archäologischen Funde bei Göbekli Tepe erzählen uns von einer Zeit,
in der die Menschheit möglicherweise am Rande einer großen Katastrophe stand. Die Säulen könnten als Warnung vor oder als Erinnerung an vergangene Ereignisse dienen, die die Erde und ihre Bewohner tiefgreifend verändert haben. Dies wirft die Frage auf: Haben wir es hier mit dem ersten bekannten Versuch der Menschheit zu tun, ihr Wissen für die Nachwelt zu bewahren? Göbekli Tepe fordert uns heraus, die Geschichte der Menschheit neu zu betrachten. Es liefert den Beweis, dass komplexe soziale Strukturen, spirituelle Überzeugungen und technologische Fähigkeiten weit früher existierten, als bisher angenommen. Vielleicht stehen wir erst am Anfang, das wahre Ausmaß und die Bedeutung dieser uralten Städte zu verstehen. Und es bleibt viel Raum für weitere Entdeckungen und Erkenntnisse. Wir von Mythenforscher hoffen, dass diese Reise durch die 5 wichtigsten Entdeckungen der Geschichte nicht nur euer Interesse geweckt, sondern auch gezeigt hat, wie rätselhaft und faszinierend unsere Vergangenheit ist. Göbekli Tepe erinnert uns daran, dass die Geschichte der Menschheit voller Mysterien steckt, die darauf warten, entschlüsselt zu werden. Lasst uns gemeinsam weiter nach Antworten suchen, die unsere Sicht auf die Welt verändern könnten. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser spannenden Reise begleitet habt. Bleibt neugierig, stellt Fragen und forscht weiter, denn nur so können wir die Geheimnisse unserer Welt enthüllen. Bis zum nächsten Abenteuer mit Mythenforscher.